Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Bei uns ist ein herrliches Sommerwetter. Es freut mich, dass trotzdem so viele erschienen sind zu dem heutigen Seminar mit Dr. Dirk Wiechert zum Thema Bluthochdruck. Die Frage kommt immer, deswegen beantworte ich sie gleich vorab, ob dieses Seminar aufgezeichnet wird, ob man das ansehen kann später. Das Seminar wird aufgezeichnet. Allen IGAF-Mitgliedern steht dieses Webinar kostenfrei zur Verfügung. Und dann wollte ich noch einmal Werbung machen für das diesjährige 5. IGAF-Symposium in Bad Kissingen, was vom 17. bis 19. September stattfindet. Außerdem finden Sie auf Ihrem GoToWebinar-Bedienpanel, das ist dieses kleine Panel, wo Sie so ein paar Dinge drauf haben, einmal den Reiter Unterlagen. Da können Sie sich den Flyer runterladen und auch zum Oxyven-Kongress, worüber es ja heute unter anderem geht, den Flyer runterladen. Und Sie haben den Reiter Fragen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese da reinschreiben und ganz zum Ende beantworten wir diese dann. Ja? Dann übergebe ich jetzt einmal an Dr. Wiechert und wünsche Ihnen viel Spaß bei dem heutigen Online-Seminar. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Herzlich willkommen zu dem heutigen Abend. Ich hoffe, dass es kurzweilig wird und bei dem schönen Wetter der eine oder andere mich einfach mit in den Garten genommen hat. Ich habe hier meine Jalousien unten, damit ich einigermaßen gut rüberkomme, habe das Fenster zu, damit keine Begleitgeräusche sind. Und es geht um den Bluthochdruck, eine Volkskrankheit. Sehr viele Menschen sind davon betroffen und die Frage ist, wie können wir das therapieren? Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und erster Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie e.V. Das ist eine Gesellschaft, die über 40 Jahre bereits auf dem Markt existiert und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Therapeuten zu unterstützen und das, was wir mit der Sauerstofftherapie behaupten, auch durch Proof-of-Principle-Studien zu belegen und darzustellen. Und darauf werde ich im Vortrag auch in Teilen eingehen. Experte für individuelle Diagnostik und Therapie, das zeichnet mich aus. Die Leute, die zu mir kommen, haben auf die Fragen, die sie bisher gestellt haben, nicht die Antworten bekommen, die sie sich wünschen, oder die Fragen, die gestellt wurden, haben nicht zu dem Ergebnis geführt. Deswegen gehe ich ursachenorientiert an diese Dinge ran und das ist sicherlich neben dem leitlinienorientierten Part auch hier heute Teil der Herangehensweise an den Bluthochdruck. Ich bin nur privatärztlich unterwegs und ja, hier sehen Sie mich in meiner neuen Praxis, in der ich seit August bin. Und da ist dieses kleine Emblem entstanden, was sich hier auch wiederfindet. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, die Definition des Bluthochdrucks. Zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, also am Tag, gelten Werte zwischen 140 und 190 als normal. Und in der Nacht sollte es ein sogenanntes Dipping geben, eine Nachtabsenkung. Und da sollten 120 zu 80 nach Möglichkeit nicht überschritten werden. Und alle Folgeerkrankungen, die durch den Blutdruck erklärt werden, liegen in der Regel dann vor, wenn diese Nachtabsenkung nicht stattfindet. Denn tagsüber ist es ein bisschen wie mit dem Autofahren. Wenn ich schnell fahre, dann habe ich einen höheren Öldruck und wenn ich an die Ampel komme, muss ich auch wieder zurückschalten können. Das ist dann oft eine Frage auch der psychologischen inneren An- und Verspannung und das ist natürlich auch ein Part, den es immer wieder zu hinterfragen geht, warum ist das so, wenn das nicht klappt. Wenn ich das im Schlaf schaffe, ist es gut. Wenn ich es nicht schaffe, dann nehme ich sicherlich Probleme mit in den Schlaf, die ich beantworten sollte oder es liegen andere Gründe vor, nach denen man dann schauen muss. Feinabstimmung dieser Drücke für andere Krankheitsbilder habe ich jetzt nicht in den Vortrag mit aufgenommen. Wichtig ist aber, dass der ältere Mensch tatsächlich nicht unter 140 tagsüber gehen sollte, denn je gefäßsteifiger die Gefäße werden, umso höher muss der Druck sein, damit eine bestimmte Perfusion auch wirklich gegeben ist. Ein Blutdruck unter 120 systolisch ist demzufolge also grundsätzlich zu vermeiden, weil wenn er zu niedrig ist und wir haben eine hydrostatische Wassersäule, die geht ja dann vom Herzen bis zum Kopf, oder wenn ich mich bewege, also quasi aus dem Sitzen aufstehe oder aus der Hocke hochkomme, kennt man schon mal, dass einem schwarz vor Augen werden kann. Dann muss das Herz dagegen anpumpen, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und wenn man das dann nicht schafft, also unter 120 dabei bleibt, dann kann einem schon mal schummrig werden. Und das sollte nach Möglichkeit
vermieden werden. Dafür braucht man eine gewisse Gefäßelastizität, einen gewissen Gefäßtonus, auch im Bereich des Venenanteils, und den kann man durch verschiedene Maßnahmen wie Kollagenasehämmer, OPC nach Professor Masquelier oder auch die intravenöse Sauerstofftherapie, die die Venen tonisiert, oder eben auch durch Stützstrümpfe zum Beispiel stützen. Aber es gibt ja mitunter auch Gefäßveränderungen wie eine Arteriosklerose, und dann hat man ja normalerweise vor dieser Verengung einen höheren Druck und danach einen niedrigeren Druck. Und wenn ich dann hergehe und messe den Druck da, wo er höher ist, und sage, naja, den sollte ich jetzt mal senken, dann werden die dahinter gelegenen Organe wahrscheinlich noch schlechter durchblutet. Und dazu habe ich immer so ein schönes Beispiel mit dem Gartenschlauch. Wenn Sie also einen Garten haben, der eine gewisse Länge hat, und Sie haben einen Schlauch, der nicht bis da hinten hin reicht, da hinten steht aber Ihre Hecke, und Sie haben auch keinen Bock, jetzt die Gießkanne zu füllen und da andauernd hinzulaufen und dort Wasser hinzugießen, dann werden Sie wahrscheinlich Ihren Gartenschlauch nehmen und den Daumen drauf halten. Das führt dazu, dass hier vorne der Druck steigt und dass das Wasser weiter spritzt und dass es die Hecke hinten bewässern kann, dass die ausreichend Wasser bekommt, dass die wächst und gedeiht. Jetzt kommt der Klempner und sagt, na ja, also hier in Ihrem Schlauch, da ist der Druck vor Ihrem Daumen relativ hoch, und wenn jetzt hier das Gewebe dauerhaft einen solchen Druck hat, dann könnte das sich dehnen und aussacken, Aneurysma bilden oder so, platzen, das geht gar nicht. Ich drehe Ihnen da hinten mal am Wasserhahn den Druck so weit runter, dass das hier wieder vernünftig funktioniert. In dem Moment geht Ihr Wasser nach unten und Ihre Hecke vertrocknet. Was ich damit sagen will, der Bluthochdruck, der ist ja nicht aus Jux und Dollerei da. Der Körper hat also mit Sicherheit, dadurch, dass er den Blutdruck in irgendeiner Form erhöht, davon in der Mehrzahl der Fälle auch einen Vorteil. Und das sollte man herausarbeiten. Wir haben in einem der letzten Vorträge diese Folie schon einmal gesehen, und da ging es um das Thema der Mikrozirkulation. Und in der Mikrozirkulation kann ich im Grunde genommen kaum mit dem Druck arbeiten. Wenn ich also eine Gefäßverengung in den Mikrogefäßen habe, dann habe ich einen wahnsinnigen Rückstau in den Hauptgefäßen. Wenn also sozusagen meine ganzen Umgehungskreisläufe zu sind, dann ist auch die Hauptverkehrsstraße zu, und dann habe ich dort den hohen Druck. Und der Körper muss aber ja das Blut innerhalb dieser Varianten rumkriegen, und das geht dann nur durch eine gewisse Druckerhöhung. Warum sind die Mikrogefäße zu eng? Das kann daran liegen, dass ich einfach Entzündung habe. Warum geht das Blut nicht durch die Mikrogefäße? Es kann sein, dass ich zu wenig Flüssigkeit habe. Es kann sein, dass ich zu wenig Antioxidantien habe, und die Thrombozyten fahren ihre Andockmoleküle aus, verhaken sich ähnlich wie Kletten, und in so einem kleinen Haargefäß ist so eine Klette bereits ein extremes Verkehrshindernis. Oder ich achte nicht auf meine LDL-Subklassen, und je größer die LDL-Subklasse Nummer ist, umso kleiner ist das Molekül, umso leichter geht es durch die innere Schicht des Blutgefäßes, und dann vereinen sich auch schon mal 2 Moleküle zu einem oder auch 3, und dann habe ich in so einem Mikrogefäß auch eine kleine Vorwölbung, und das ist in einem so großen Gefäß kein Problem, aber in so einem Mikrogefäß führt es zu einem Verkehrshindernis, also einem Stau. Und wenn das ausreichend lange anhält, dann habe ich sogar am Ende dieses Mikrogefäßes eine Durchblutungsstörung oder einen Schaden vielleicht im Bereich der Nerven, also im Vasa privata der Nerven oder auch der Blutgefäße. Und dieses Hagen-Poiseuilsche Gesetz, da geht es eben darum, dass wenn ich den Querschnitt um den Faktor 1 verjünge, muss ich den Druck um den Faktor 4 erhöhen, um die gleiche Durchflussmenge zu haben. Und das ist in diesen Haargefäßen nicht machbar. Das geht aber in den großen Blutgefäßen. Und solange die noch eine Elastizität haben, also über diesen Windkesseleffekt verfügen, dieses was man gegebenenfalls auch in der Pulswellendiagnostik bildlich abbilden kann, ist das alles managebar. Je älter wir aber werden, umso weniger elastisch werden unsere Gefäße. Man könnte ohne eine punktuelle Verkalkung zu sehen von einer langstreckigen Zunahme der Gefäßsteifigkeit sprechen. Und das bedeutet, dass die Amplitude, also der Abstand von dem ersten, dem systolischen Wert, zum zweiten, dem diastolischen Wert, also dem Druck, der vor der
Arterienklappe liegt, bevor die nächste Systole stattfindet. Dieses, ne? Naja, ich war schon mal besser. Dass dieser Abstand größer wird, weil um die gleiche Blutdruckmenge durch ein starres Gefäß zu drücken, muss ich eine höhere Fließgeschwindigkeit haben und damit habe ich auch einen höheren Druck. Aber das Gefäß kann nicht mehr hinterherkommen, den Druck halten, es geschmeidig halten, deswegen habe ich mehr so ein und deswegen ist die Amplitude größer. Und daher geht es darum, schon frühzeitig darauf zu achten, dass sich diese Gefäßelastizität nach Möglichkeit nicht verliert. Was benötigen die Zellen, damit das funktioniert? Wir brauchen die Aminosäuren, zum Beispiel das Arginin, um das endotheliale NO bilden zu können für die Gefäßerweiterung. Wir brauchen aber auch das Cystein dazu und das Glycin und das Glutamin und über Glutation auch eine Antioxidation hinzubekommen. Wir brauchen die essentiellen Fettsäuren, um die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen zu verbessern, um den Membranaufbau aller Zellen und auch der Mitochondrien sicherzustellen. Wir brauchen bei den Aminosäuren auch sowas wie Tyrosin, damit wir Coenzym Q10 bilden können. Wir brauchen sowas wie Lysin und Methionin, um zum Beispiel Carnitin bilden zu können. Wir brauchen gegebenenfalls auch, kommen wir später drauf. Und bei den essentiellen Mineralien geht es darum, dass wir Kalium und Magnesium für die Gefäßentspannung brauchen, dass wir Selen brauchen für die Glutathion-Peroxidase, dass wir Selen brauchen, um toxische Metalle wie zum Beispiel Quecksilber zu verkomplexieren, dass wir antientzündliche Wirkungen haben, dass wir Bohr zum Beispiel für die Steroidhormone haben und dass wir Mangan haben, um zum Beispiel Dopamin bilden zu können, Noradrenalin, Adrenalin, dafür brauchen wir auch das Tyrosin oder für die Schilddrüsenhormone brauchen wir auch das Tyrosin. Wir brauchen Eisen dazu, damit die Mitochondrien wirklich funktionieren. Also es ist eine breite Aufgabe, der man nachgehen soll. Wir brauchen eine ausreichende Trinkmenge, damit sozusagen der Hämatokrit, also das Verhältnis der festen Blutbestandteile zu den flüssigen Blutbestandteilen gegeben ist. Würden wir also Marmelade mit wenig Flüssigkeit durch ein enges Gefäß, einen Trichter in unserem Marmeladenglas kriegen wollen, müssen wir gegebenenfalls stopfen. Und wenn wir dünnflüssiges Gelee da durchgießen, dann geht das problemlos. Und so ist das im Blut auch. Wenn ich also die Zellen zu groß sind, also zu wenig B-Vitamine habe oder wenn die zu wenig Salz haben und die quellen osmotisch auf oder die Blutgefäße sind zu eng oder ich habe zu wenig getrunken oder ich nehme Entwässerungstabletten dazu, was auch immer, oder ich nehme Cyclooxygenasehämmer, die verhindern, dass zum Beispiel Prostacyclin gebildet werden kann, um die Blutgefäße zu erweitern. All dann habe ich einen Einfluss auf die Fließeigenschaften des Blutes und das wiederum erhöht die Gerinnungsaktivität, also die Gefahr von Thrombosen, auch im arteriellen Anteil. Gut, die Zellmembran und Kompartimente brauchen ihr Zellmembranpotenzial, das muss sauber abgetrennt sein. ATP muss genügend da sein in den Mitochondrien. Wir brauchen natürlich die pH-Optima. Bei kaltem Wetter ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Wenn ich ein Energieproblem habe und der Körper zentriert und sagt, die wesentlichen Dinge müssen gemacht werden, dann habe ich auch kalte Füße, kalte Hände. Das ist auch über die Neurotransmitter, über Stressfunktionen unter Umständen mitbedingt. Und dann muss ich natürlich in den Mikrostromgefäßen, in den Endstromgeräten auch gucken, dass ich genügend Zu- und Abfuhr sicherstelle, dass ich meine Entgiftungsfunktionen auch hinbekomme. Das hat natürlich auch mit den anti- und prooxidativen Systemen zu tun. Und das, was ich gerade eben schon so mal erzählt habe, habe ich ja auch nochmal schriftlich zusammengefasst, warum das im Detail wichtig ist. Ich muss natürlich auch das asymmetrische Dimethylarginin im Blick haben, weil wenn das besonders hoch ist, dann ist ein scheinbar normaler Argininwert eben doch relativ betrachtet zu niedrig, denn die beiden symmetrisches und asymmetrisches Dimethylarginin konkurrieren um die Andockstellen an den NO-Synthasen, nicht nur endothelial, auch induzierbar für das Immunsystem, mitochondrial und neuronal. Und bei dem Fettsäurestatus, den muss ich mir natürlich auch anschauen, aber es ist auch wichtig, dass ich mir die Antioxidantien dazu angucke, denn würde ich jetzt mit ungesättigten Fettsäuren ein- oder mehrfach mich oxidativen Stress aussetzen, ist das Ergebnis hinterher schlechter, als wenn ich diese guten Fette nicht genommen hätte. Und wenn ich dann auch noch so
heroisch bin und mit denen sogar brate oder die über 41 Grad erhitze, gerade bei EPA und DHA, dann habe ich besonders viel oxidativen Stress. Insofern fürs Anbraten, für die Maillard-Moleküle sollte man die gesättigten Fettsäuren nehmen und die ungesättigten eigentlich nur auf kaltem Wege. Und wenn man sowas wie Olivenöl oder Rapsöl oder so nimmt, dann vielleicht nochmal zum Kochen, aber niemals zum Braten. Denn ansonsten hätten wir mehr Lipidperoxidation und darüber würden wir letztendlich auch die Zellkerne beschädigen, auch die mitochondriale RNA und DNA bestätigen und würden dann, wenn es noch ausreichende Reparaturmechanismen gibt, im Urin auch das 8-Desoxyguanosin finden, oder wenn ein so deletärer Schaden stattfindet, dann fliegen die natürlich auch von alleine irgendwo in den Urin, und insofern, das muss man individuell betrachten. Die Glutathion-Peroxidase ist häufig erhöht, aber wenn das Glutathion nicht funktioniert, weil Glycin, Glutamin und Cystein oder eins nur davon fehlt, dann dreht so ein Enzym trocken, und dann gibt es natürlich auch ein Stressproblem in den Mitochondrien, was sich auch auf den Blutdruck auswirken kann, oder bei der Bildung von Coenzym Q10, von Carnitin, was ich angesprochen hatte, oder bei Vitaminen habe ich vielleicht nur an Vitamin C gedacht und habe die Tocotrienole dabei nicht berücksichtigt. Und wenn ich ein Antioxidant habe und das andere, den Redoxpartner, nicht berücksichtige, besteht die Gefahr, dass aus einem Antioxidans auch ein Oxidans wird. Und die Tocotrienole, möchte ich nochmal hinweisen, gibt es auch Videos von mir, lohnt sich zu gucken und zu lesen, auch die Newsletter dahingehend mal zu checken, haben die Fähigkeit gegenüber den Tocopherolen, dass sie sich nicht kumulieren, dass sie wirklich 3-mal täglich genommen werden können, dass sie eine antioxidative Kapazität haben, die 40 bis 60 Mal höher sind als beim Alpha-Tocopherol, aber auch die brauchen das Vitamin C als Redoxpartner dabei, und sie gehen per Diffusion in die Zelle, können auch über die Haut aufgetragen werden, dringen sogar mehrere Zentimeter ein und können also, gerade wenn es auch dort Probleme in gewissen Körperregionen gibt, auch lokal angesetzt werden. Spurenelemente hatte ich vorher ein bisschen angerissen, dass die notwendig sind. Laktat kann man messen oder man macht eine Blutgasanalyse, wie ich es mittlerweile mache, um genauer zu sehen, wie der Körper im Moment tatsächlich aufgestellt ist. Und dann sieht man ja auch den pH-Wert im Blut dazu. Und je saurer das Blut ist, umso eher erweitern sich ja die Blutgefäße, was ja dann auch zu überlegen ist, wenn man sich die Werte dann hernimmt. Und wir sollten uns um das Thema Entzündung und Eisenspeicher Gedanken machen, also sowohl den funktionellen Eisenspeicher als auch den echten Eisenspeicher. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, vor allen Dingen junge Frauen, die sich pflanzlich ernähren, wo es hier gravierende Mängel gibt und auch Vitamin D ganz häufig im Mangel ist. Und da sollte man auf jeden Fall hingucken und immer auch die Babys der roten Blutkörperchen sich anschauen im Verhältnis zu den Erythrozyten, denn häufig, also wenn das fehlt, dann sind beide im Mangel, aber wenn eben die roten Blutkörperchen nicht lang genug leben können, aus welchen Gründen auch immer, was es dann zu ergründen gilt, sind die Babys relativ hoch, und dann sieht man diese Diskrepanz. Und wer dann zum Beispiel den Zuckerspiegel interpretieren will, den Langzeitzuckerspiegel, das ist ja das verzuckerte Hämoglobin, dann haben die eben eine Lebenszeit von nicht üblich 120 Tagen, sondern weniger, und man muss den HbA1c-Wert nach oben Korrektur berechnen. Und das wird in der Regel nicht gemacht, aber das ist eine Möglichkeit für eine individuelle Beurteilung. Neopterin steht sehr eng in Beziehung zur Interferon-Gamma, also die TH1-Antwort. Und wenn das erhöht ist, dann ist das bei Autoimmunerkrankungen natürlich gar nicht gut. Und sagen wir gerade bei Schuppenflechte, was ja auch mit den Blutgefäßen und deren Steifigkeit, Entzündlichkeit, Gefäßverengung und so weiter zu tun hat, ein wesentlicher Parameter, auch im ganzen rheumatischen Formenkreis. Und ECP und EPX sind ja die Gegenspieler auf der TH2-Seite. Aber wenn die nun besonders hoch sind, machen die leider auch Nervenschäden, Kollateralschäden, und auch die sollten nicht erhöht sein. Auch da sollte man einen Blick hinwerfen, und mit der intravenösen Sauerstofftherapie kann man modulierend hier auch Einfluss nehmen. Auch mit Vitamin D kann man hier Einfluss nehmen. Auch mit der Balance von Vitamin C und Tocotrienolen. Und wenn man Vitamin A nimmt, das gehört ja mit zu den Antioxidantien in einer gewissen Weise auch. Und wenn man sich um Vitamin K2 kümmert, dann sollte man auch die MK4-Variante, die ja eine Halbwertszeit von 1 Stunde hat, und MK7, die also 56 Stunden hat, berücksichtigen und auf ein Produkt zugreifen, das diese unterschiedlichen Halbwertszeiten auch berücksichtigt, und so hoch MK4, niedrig MK7, und dann natürlich auch 3-mal täglich nehmen, weil sonst kriegt man keine gleichmäßigen Spiegel hin. Die Histaminabbau-Kapazität ist abhängig von Kupfer unter anderem,
und kann natürlich auch zu Bluthochdruckanstieg führen, wenn zu viel Histamin da ist. Histamin führt ja auch zu Pseudoallergien und kann dazu führen, dass das Wasser nicht in den Zellen gehalten werden kann. Mit der Impedanzmessung kann man auch sehr schön messen, inwieweit das Wasser extra- oder intrazellulär vorhanden ist oder überhaupt der Wasseranteil Total Body Water erhöht ist. Und je mehr Wasser zwischen den Zellen ist, umso mehr Energie müssen die Zellen aufwenden, um ihr Zellmembranpotenzial aufzubauen. Und umso eher ist natürlich auch ein Blutgefäß, gerade ein Haargefäß, in irgendeiner Form verengt. Und da geht dann eben das Blut nicht durch und der Druck steigt. Und das gilt ähnlich auch bei Unverträglichkeiten von Lebensmitteln. Auch diese Lektine sind so ein Thema, wo es sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen, die Leute zu fragen, haben sie denn schon mal geguckt, wie es ihnen geht, wenn sie Weißmehl gegenüber Vollkorn essen oder wenn sie gedünstet gegenüber Rohkost essen. Und wenn dann rauskommt, dass gedünstet besser ist und Weißmehl besser ist, dann sollten sie den dringenden Verdacht auf Lektinunverträglichkeit äußern. Und natürlich hat auch unser Florastatus damit zu tun, ob wir jetzt antientzündliche Botenstoffe bilden oder nicht, inwieweit wir ein Durchlässigkeitssyndrom haben, ständig diese Lipopolysaccharide ins Blut hauen, damit die Silent Inflammation steigern oder Entzündlichkeiten im Darm haben oder eben auch Unverträglichkeiten auf Klebereiweiß oder auch eben das Oberflächenimmunglobulin nicht genügend haben oder nicht richtig verdauen, uns viel ernähren oder eben zu wenig Faserstoffe haben. Da könnte man auch ein O reinmalen, dann sieht das schöner aus. Und die LDL-Subklassen, da sprach ich vorhin schon drüber, sind ja mit der Arterienverkalkung die Hauptparameter. Und meine Aufforderung an Sie, nicht nur HDL, LDL, Gesamtcholesterin zu gucken, sondern wirklich diese Subklassen. Und die Tocotrienole neben den Phospholipiden sind hier wirklich das Geheimnis zum Erfolg und deutlich, also mindestens genauso wirksam wie die Cholesterinsenker und bei weitem gesünder. Und wenn man mit diesen natürlichen Methoden das nicht schafft, dann finde ich, ist der Cholesterinsenker eine gute Sache, der dann auch die Hülle, die atherosklerotische Kappe sozusagen festigt, während man mit diesen Methoden, über die wir hier heute sprechen, eben dazu beiträgt, dass die Entzündung, die sich in dieser atherosklerotischen Plaque befindet, zurückentwickelt und dass die darin enthaltenen Immunzellen und die darin enthaltenen oxidierten Fette auch wieder abgebaut werden und die Verkalkung an sich kleiner wird. Und das geht natürlich nur, wenn man die Kappe nicht maximal stabilisiert, sondern auch einen Abbau zulässt. Und die hormonellen Parameter, die mit dem Blutdruck zu tun haben, sind natürlich auch nicht ohne. Und mitochondriale Profile, die mit der Steuerung des Blutdrucks letztendlich ja auch zusammenhängen, sind sozusagen das Salz in der Suppe oder der I-Punkt. Wie stelle ich so einen Blutdruck fest? Ja, der Patient sollte 10 Minuten gesessen oder gelegen haben und dann sollte ich messen. Oder auch durch Eigenmessung, wobei hier immer dieser Weißkittel-Effekt im Raum steht. Und dann bleibt natürlich die Langzeit-Blutdruckmessung übrig. Aber wie messe ich, wenn ich jetzt am Handgelenk messe und habe den Arm nicht auf der Herzhöhe? Dann habe ich hier zwischen eine hydrostatische Wassersäule und die beeinflusst natürlich den Blutdruck. Also deswegen ist auch wichtig, dass ich, wenn ich messe, wirklich hier auf Oberarmhöhe die Manschette anlege oder auch wenn ich liege, wirklich den Arm daneben habe. Und die Therapeuten, die intravenöse Sauerstofftherapie anwenden, wissen ja auch, wie sensibel das ist, wenn man den Stauschlauch lässt, wenn man ein zu enges Bündchen hat, wenn man den Arm auf den Brustkorb legt, wenn man den Arm runterhängen lässt, dann sieht man gleich den Venendruck, wie stark der sich verändert und da sehen wir eben den Einfluss der hydrostatischen Wassersäule. So, und damit ist also gemeint, dass beide Punkte auf gleicher Ebene liegen sollen und das mit der Oxygenierung habe ich gerade erzählt. Und die Langzeitblutdruckmessung sollte mindestens 18 Stunden dauern und sie sollte vor allen Dingen auch die Schlafphase mit einbeziehen, damit wir wirklich herausfinden können, ob wir dieses nächtliche Dipping auch haben. Und die Schlafphase, die mit der Regeneration zu tun hat und die wir auch mit der Herzratenvarianzanalyse mit abgreifen, hat ja für so viele Dinge des vegetativen Nervensystems eine ganz wichtige Bedeutung. Und hier sehen wir unabhängig von der Herzratenvarianzanalyse eben auch anhand des Dippings, inwieweit der Körper nachts in die Entspannung kommt oder auch nicht. Wie entsteht so ein Blutdruck? Wir haben Barorezeptoren in der Niere, die haben wir natürlich auch hier am Glomus caroticus, die haben wir auch hier im Jugularbereich, das ist bekannt, da kann man drücken und versuchen, den Druck auch zu senken. Aber entscheidend für die Regulation ist dann doch eher das in der Niere, weil wir dort nämlich einen Filtrationsdruck brauchen, damit wir überhaupt entgiften können.
und der ist nötig, damit wir diesen Urin produzieren können. Und wer zu Hause einen Umkehrosmosefilter hat, der weiß auch, dass es einen gewissen Filtrationsdruck braucht, damit wir eben unser Osmosewasser auch wirklich produzieren können und damit die Gifte dann im Filter landen, und der reinigt sich ja auch immer wieder selbst, 3-mal so viel Abwasser wie Nutzwasser, um diese Gifte loszuwerden, und in ähnlichem Prinzip arbeitet auch die Niere. Und wenn der Druck zu niedrig ist, dann wird Angiotensinogen freigesetzt oder auch Renin, Angiotensin. Und das ist ein Punkt, das RAAS-Syndrom oder System, nach dem wir gucken müssen. Und wenn ich jetzt den Blutdruck senke durch ein Medikament, dann werden die Kollegen auch mich sicherlich unterstützen und bestätigen, ja, ganz häufig ist es so, dass wir nach geraumer Zeit die Dosis erhöhen müssen oder etwas anderes dazu tun müssen, weil einfach mehr von diesem Hormon freigesetzt wird, denn der Druck ist zu niedrig und der Körper will nachregulieren. Also dann geht sozusagen der Gärtner wieder hin und sagt, ich drehe den Druck ein bisschen höher, weil ich will die Hecke da hinten ja bewässern. Und wir müssen uns eben immer fragen, warum ist der Druck denn da zu niedrig? Was ist denn überhaupt das Problem dafür? Und es könnte natürlich eine Nierenarterienstenose sein, und das wäre das Schlimmste, was man da so haben kann. Und das müsste man also im Zweifel auch abklären lassen. Als diese Medikamente, die ACE-Hämmer, auf den Markt kamen, war es also quasi Usus, danach zu gucken. Heute ist das absolut in den Hintergrund getreten, aber grundsätzlich ist es immer eine Möglichkeit, dass das immer noch besteht. Und dann werden Medikamente zum Einsatz gebracht, ACE-Hämmer, die sofort wirken oder verzögert wirken, oder eben auch die AT1-Rezeptor-Antagonisten. Oder es gibt eben auch ein Medikament, was ja beide hemmt, Aliskiren. Ja, wie entsteht so ein Bluthochdruck? Also es gibt natürlich den psychischen Stress, an dem wir am ehesten arbeiten können, aber natürlich auch durch die Fehlernährung mit den entsprechenden Entzündlichkeiten und Gefäßverengungen. Wir haben dann die Katecholamine, die wir uns durchaus im 24-Stunden-Sammelurin, angesäuerten 24-Stunden-Sammelurin angucken, und natürlich das zusammen mit einer Langzeitblutdruckmessung. Es gibt ja Messungen, wo man den zweiten Morgenurin nimmt, dann hat man eine Momentaufnahme, die hat natürlich eine wahnsinnige Streubreite. So ein 24-Stunden-Sammelurin setzt zumindest den Mittelwert frei, und dann wüssten wir, ob es in Richtung Ausschluss eines Pheochromozytoms geht oder ob es eben nur situativ zu irgendwelchen Veränderungen kommt. Und situative Veränderungen, die kann man auch durch Coping-Strategien, also Stressbewältigungsstrategien, angehen. Und es gibt natürlich auch Schwankungen im Natrium-Kalium-Haushalt, also Renin, Angiotensin, Aldosteron-Haushalt. Und auch das sind Hinweise, wenn wir solche Elektrolytschwankungen sehen, dass wir uns natürlich auch dann die Quotienten oder die einzelnen Werte auch wirklich angucken sollten und dass wir die Nierenarterienstenosen ausschließen. Und wir können natürlich auch eine Knöchelarm-Index- und Pulswellendiagnostik machen, um zu gucken, gibt es punktuelle Veränderungen, gibt es so etwas wie eine Mediasklerose, gibt es eine aneurysmatische Geschichte oder gibt es eine langstreckige Verkalkung, und dann können wir uns überlegen, wie wollen wir die therapieren. Wir werden so eine punktuelle wahrscheinlich nicht ohne Aufdehnung oder Stent wegkriegen, langfristig vielleicht, wenn wir uns ein Jahr Zeit geben, minimal durch Ernährungsumstellung, Vitalstoffverbesserung, intravenöse Sauerstofftherapie, Chelattherapie könnte ein Punkt sein, gerade mit EDTA getriggerter Chelattherapie hätte hier eine Option. Der psychische Stress, was ist denn eigentlich so dessen Ursache? Also da müssen wir den Patienten natürlich mal befragen, wann tritt das auf, wie äußert sich das, was haben Sie für Symptome, zu welchen Zeiten ist das, geht das nach bestimmten Mahlzeiten, wie viel Zeit vergeht dazu, ist es in bestimmten Räumlichkeiten, sodass ich also gucken kann, gibt es Signalkaskaden, die ablaufen, sind es Wohnraumgifte, die in Frage kommen, sind es Situationen im Kontakt zu bestimmten Menschen, die damit zusammenhängen, sind es irgendwelche begrenzenden Glaubenssätze, die durch irgendwelche Trigger immer wieder hervorgerufen werden und so weiter und so weiter. Also das sind so die Fragen, wo man den Patienten reden lassen muss oder auch gegebenenfalls ein bisschen nachfragt. Genauso geht das mit den Gedanken, Erinnerungen und dem Verhalten, was zu dem Zeitpunkt gemacht wird. Also immer, wenn ich 5 Stunden Auto gefahren bin und meine Blase voll ist, habe ich auch bei meiner Blutdruckmessung, oder sozusagen, oder immer, wenn ich eben irgendwas Histaminhaltiges esse oder wenn ich Alkohol getrunken habe oder so, habe ich Herzrhythmusstörungen oder geht mein Blutdruck hoch oder habe ich Schwitzattacken oder erinnere ich mich an dies oder das. Das ist natürlich das, worum es geht und wie fühle ich mich dabei.
Was habe ich an Symptomen? Nicht? Kalte Hände, kalte Füße, geht natürlich in Stress, geht in Richtung Unterzuckerung. Habe ich Muskelkrämpfe dabei? Habe ich also Schwankungen im Bereich des Kalium-Magnesium-Spiegels? Was macht mein Herzrhythmus dabei? Das sind so die Fragen, die kommen. Wie ist es mit meinem Selbstwertgefühl? Also fühle ich mich unsicher in den Situationen, wo das auftritt? Traue ich mir dieses oder jenes nicht zu oder stehe ich dabei gefühlt unter Beobachtung? Was sind so Dinge, die man dann braucht? Also Therapie wäre hier ursachengericht, und wenn das hier dann eben Hinweise für weitergehende Diagnostik gibt, auch Lebensmittelunverträglichkeiten, stehen uns ja verschiedene laborchemische Untersuchungen zur Verfügung. Den psychischen Blutdruck zu therapieren kann man natürlich durch verhaltens- und ursachenorientierte Psychotherapie machen, entweder durch viele Sitzungen, innerhalb derer man Fragen gestellt wird, Dinge erarbeitet, sich Lösungen erarbeitet, verhaltenstherapeutische Kompetenzen sich erwirbt, oder eben auch ergänzend über psychokinesiologische Maßnahmen, wo man dann auch sehr schnell häufig an versteckte, schutzbehaftete Erlebnisse kommt, die, sagen wir mal, kognitiv durchaus auch erreichbar sind, aber häufig die Katze schleicht um den heißen Brei, dann doch nicht so richtig bearbeitet werden. Und wenn man kinesiologisch an der Sache dran ist, merkt man schon, ob der Fisch noch an der Angel hängt und mitarbeitet oder eigentlich darauf wartet, dass die Stunde um ist. Und so kann man manchmal auch sehr schnell Leute auf die Spur wieder führen, indem sie also genau diese Punkte für sich erarbeiten und abspeichern und sagen, ja, okay, ist gewesen, kann ich nicht vergessen und kann ich auch nicht ändern, aber kann ich freigeben, passiert mir nicht wieder und ich gewinne Sicherheit. Und wir haben natürlich die angeleiteten Atemübungen, wo wir auch bewusst uns aus einer inneren Verspannung rausnehmen, wo wir uns aufdehnen können, wo wir den Atem wirklich fließen lassen können, wo wir merken, ja, wir können den Bauch freigeben, wir haben die Brust ein bisschen offener, die Schulter-Nacken-Verspannung löst sich langsam und man merkt, ja, ich komme wieder zurück in ein gewisses Wohlbefinden, und Luft holen müssen wir sowieso, und warum nicht auch mal angeleitet. Und dazu gehören natürlich auch andere Entspannungstechniken, aber Luft holen ist, glaube ich, die einfachste, wo man wirklich konzentriert etwas tut, während es atmet mich und mein Arm wird schwer und so weiter nun auch nicht jedermanns Sache ist. Und die Akupunktur kann man dazu auch nutzen, weil es ja auch sowohl in der Ganzkörper, aber auch besonders in der Orakupunktur sehr viele Punkte gibt, die sich sowohl mit dem Blutdruck als auch mit der psychischen Zusammensetzung verschaltet sind und man häufig sehr schnelle und sehr gute Effekte erzielt und auch mit Ohr-Seeds, also mit Pflastern, wo Samen drin, die man dann drücken kann, einsetzen kann. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Und natürlich ist die körperliche Aktivität jetzt nicht den Leistungssport, aber moderate Aktivität ein gutes Stressventil, um eben sich auch mal so ein bisschen zu entspannen. Wir müssen natürlich den bei Stress erhöhten Mikronährstoffbedarf erfassen und auch ausgleichen, und das kann man natürlich auch neben den oralen Ergänzungen in der Praxis intravenös machen. Man hat dabei dann auch eine Auszeit, und das lässt sich dann häufig auch sehr gut mit der intravenösen Sauerstofftherapie oder anderen Therapieformen kombinieren. Ja, hier nochmal so ganz kurz, wie kann man denn angeleitet Luft holen? Also ich habe mir so einen Atemtrainer da auf meinen YouTube-Kanal geladen, sodass man eben sowohl die Ein- als auch die Ausatmen-Variante dort trainieren kann. Kann ja jeder im Grunde genommen auch drauf verlinken, und ist eines der Videos, was am häufigsten geguckt wird, und wenn man das verinnerlicht hat, dann muss man da ja nicht mehr hingucken, dann geht das auch von alleine. Die medikamentöse Therapie des stressigen Blutdrucks ist, wenn es gut läuft, Phyto- und Aromatherapie. Homöotensin ist so eine Sache, aber auch, sagen wir mal, Laser, dieses wie heißen diese schönen großen blauen Felder, die man in der Provence immer wieder sieht, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Lavendel, könnten also dazu beitragen, dass man auch eine gewisse Entspannung bekommt. Dann die Beta-Blocker sind natürlich klassisch dafür, dass man sozusagen Adrenalin und Noradrenalin an dem Rezeptor nicht andocken lässt. Da gibt es dann verschiedene Gruppen, also mit einer relativen Selektivität an den Rezeptoren des Herzens, 10 bis 80% Selektivität, und damit eben im Wesentlichen die Herzfrequenz beeinflusst und dabei nicht zu einem Übergewicht der Alpha-Rezeptoren in der Peripherie
führt, sodass also der diastolische Blutdruck durch diese Medikamente nicht besonders angehoben wird, was andere Beta-Blocker sehr wohl können. Sie haben da auch ein günstigeres Nebenwirkungsprofil, also weniger Lungenverkrampfung bei Asthmatikern, weniger Gefäßverengung eben über die dann überschießenden Alpha-Rezeptoren und weniger Hypoglykämieneigung. Und die Beta-Blocker führen ja dazu, dass man diese Hypoglykämie gar nicht so richtig wahrnimmt und damit dann in die sogenannte Stresssituation kommt. Das Propranolol kann man bei Schreibkrämpfen einsetzen, hat eine sehr kurze Halbwertszeit, gibt es auch niedrig dosiert bis zu 10 Milligramm und kann man dann situativ auch einsetzen. Man sagt, normalerweise komme ich klar, aber da und da klappt das wirklich nicht. Dann wäre das ein schöner Beta-Blocker, den man als Pill in the Pocket haben kann. Und das Carvedilol setzt also auch am A1-Rezeptor mit an und verhindert darüber dann eben auch den diastolischen Anstieg, also den zweiten Wert. Und das Nebivolol hat eben diese besondere Eigenschaft, diese NO-Produktion endothelial zu fördern, geht aber natürlich nur, wenn das Arginin auch da ist. Insofern macht es Sinn, dann eben auch wirklich diese Aminosäure zu messen und sie auch in den Abgleich zu stellen zum asymmetrischen Dimethylarginin. Aber bei allen Beta-Blockern immer Vorsicht bei Asthma und bei Herzschwäche. Bei Herzschwäche helfen eigentlich nur die lipophilen Beta-Blocker. Ansonsten würde die Herzschwäche durch den Beta-Blocker nur verstärkt. Medikamentös bei stressigem Blutdruck kann ich aber auch noch die Calcium-Antagonisten einsetzen. Der natürlichste und gesündeste Calcium-Antagonist ist das Magnesium. Das wird auch in der Schwangerschaft eingesetzt und das kann man natürlich auch als Pulver. Das Beste ist das Magnesium-Orotat, was aufgenommen wird. Und man braucht da schon so 3x160 Milligramm resorbierbares Magnesium und dann wäre man so bei 3x2,5 Gramm. Und die günstigste Form ist eigentlich immer das Pulver, weil es dann auch zusätzlich auch noch frei von Zusatzstoffen ist. Und Amlodipin macht so ein bisschen dicke Beine im Zweifel und sollte man nüchtern anwenden, weil wenn man es mit dem Essen anwendet, dann wirkt es besser. Und dann ist es so ein bisschen wie die Abgastestung. Nicht? Auf dem Prüfstand kriegt man die Studienergebnisse und wenn man dann Vollgas gibt, also noch zusätzlich was isst, dann wird doch mehr von dem Stoff ins Blut aufgenommen und man hat stärkere Blutdrucksenkung. Das kann ja mal gewollt sein, aber man muss es eben wissen. Und das Gleiche gilt auch für Lercandipin, was zu weniger dicken Beinen, also Ödem, Wassereinlagerung führt. Bei Wassereinlagerung kann man natürlich die Ausleitung sehr schön durch die intravenöse Sauerstofftherapie unterstützen, die letztendlich die Nierenfunktion steigert und damit eben auch Ödeme ausleitet. Verapamil ist dann eher ein Blutdrucksenker bei Herzrhythmusstörungen, Diltiazem letztendlich auch. Würde ein Beta-Blocker nicht vertragen werden, kann man das Ivabradin einsetzen, das Colan. Man sollte immer den Kaliumspiegel im Blick haben, denn Kalium folgt dem Zucker in die Zelle und wenn man dann auch noch mit Zuckerschwankungen zu kämpfen hat, dann ist der Kaliumwert ganz schnell aus dem Blut in der Zelle und wenn ich dann im Blut zu wenig habe, habe ich wieder ein Problem mit Herzrhythmusstörung und mit Blutdruckschwankungen. Medikamentös bei stressigem Bluthochdruck gibt es auch noch die Entwässerungstabletten, die Thiazide, Hydrochlorothiazid oder Chlortalidon. Wir haben die Kaliumsparen-Diuretika, Spironolacton, Amyloid und Eplerenone. Wir können die Schleifendiuretika einsetzen, sofort wirksam, innerhalb von 2 Stunden abgeschlossen, mit der Gefahr, dass das Blut sehr zähflüssig wird und Thorasemid, was über etwa 6 Stunden wirkt, also etwas verzögerter und langfristiger die Flüssigkeit ausleitet. Und es gibt neu, daran sollte man auch denken, in der Diabetestherapie Medikamente, diese sogenannten Sodium-Glucose-Linked-Transporter, die dann eben den Zucker nicht mehr rückresorbieren und darüber auch sehr viel Wasser mit ausscheiden. Und das kann eben auch zu niedrigem Blutdruck und zu Durchblutungsstörungen führen, also zu transitorisch-ischämischen Attacken zum Beispiel, was hier natürlich auch passieren kann. Und was natürlich auch, wenn man die intravenöse Sauerstofftherapie nutzt, wenn man also vermehrt Flüssigkeit ausscheidet, muss man auch beobachten, dass man gegebenenfalls solche Medikamente dann nach unten anpassen muss, damit man nicht plötzlich Schwindel bekommt, weil die
drücke, plötzlich weiter sinken. So, für die NO-Synthasen benötigen wir Arginin, das hören wir hier zum 3. Mal. Und Atma ist der Gegenspieler, das dürfen wir nicht vergessen. Und es gibt endotheliale, induzierbare, mitochondriale und neuronale NO-Synthasen. Das haben wir auch schon mal gehört, hier aber nochmal für Sie aufgeschrieben. Die endotheliale funktioniert so, dass dieses Enzym den Botenstoff Stickmonoxid produziert und damit zahlreiche positive Wirkungen auf die Blutgefäße hat, inklusive Gefäßschutz. Und hier nochmal ein ganz kleiner Hinweis am Rande. Die Studie habe ich nicht mit eingearbeitet, aber kann man auf meiner Homepage finden, wenn man unter warum man Vitamin D täglich geben soll googelt. Vitamin D ist in der Lage, nitrosierte Enzyme auch wieder von der Nitrosierung zu befreien. Das Ganze dauert 4 bis 5 Stunden, dann hat sich das verbraucht. Man könnte also sogar die Vitamin D-Dosis des Tages dritteln und darüber dann nochmal wiederholt diese Stickmonoxid-Freisetzung haben mit dem Ziel der positiven Wirkung auf die Blutgefäße und den Gefäßschutz. Und die wichtigsten physiologischen Wirkungen von Stickmonoxid in Blutgefäßen sind auch in Studien hinterlegt, bei Wikipedia, da habe ich das her. Und es wird eben die Guanylatzyklase aktiviert, die den Botenstoff zyklisches Guanosinmonophosphat aktiviert und dadurch wird die glatte Gefäßmuskulatur entspannt. Und das betrifft natürlich auch sowas wie Gallenstein oder Gallenkoliken als andere Variante. Und es reguliert den Blutdruck. Stickmonoxid hemmt auch die Bildung von Adhäsionsmolekülen an der Oberfläche von Endothelzellen und das bedeutet, dass die Entzündungszellen, die Leukozyten, dort nicht andocken können und dadurch eben auch weniger auswandern können in die Blutgefäßwand und darüber auch weniger Gefäßverkalkung über Entzündung machen können, also weniger Schaumzellen. Und das Stickmonoxid hemmt auch die Oxidation der Low-Density-Lipoproteine. Ich sage den Patienten gegenüber immer, lasst das lieber Cholesterine, also die LDL-Subklassen, auf die ich vorhin auch eingegangen bin. Und da macht es eben Sinn, auch wirklich ergänzend Phospholipide und Tocotrienole zusammen mit Vitamin C einzusetzen. Und die Aufnahme dieses LDLs durch die Makrophagen führt dann ebenfalls zur Entwicklung von Atherosklerose. Und wenn man diese Oxidation eben hemmen kann und durch die intravenöse Sauerstofftherapie steigert man auch das Haptic-Liebcholesterin und die Paraoxonase-Aktivität, die im Grunde genommen auch gegen diese Oxidationen arbeitet, kann man die Gefäßverkalkung und Gefäßverengung und damit den Blutdruck senken. Und Stickmonoxid hemmt die Zusammenlagerung der Thrombozyten, also das Ausfahren der Andockmoleküle, über die wir vorhin gesprochen haben, wird antioxidativ vermindert. Die werden also geschmeidiger, gehen besser durch die kleinen Haargefäße durch und wir haben weniger Neigung zu Blutgerinnseln, weniger D-Dimere, weniger Herzinfarkt und auch bei Covid weniger D-Dimere, weniger Mikrodurchblutungsstörung und weniger Organschäden durch verminderte Durchblutung. Es unterdrückt die abnormale Teilung der glatten Gefäßmuskelzellen, also zu viele Zellen führen letztendlich auch dazu, dass ein Blutgefäß enger wird. Und das ist das Thema der sogenannten Restenose, die es dann nach operativen oder Kathetermaßnahmen zu vermeiden gilt. Die vielen gefäßschützenden Eigenschaften machen deutlich, dass eine Verringerung der Stickmonoxidproduktion von Endothelia NO-Synthase, die Entstehung von Gefäßerkrankungen begünstigt. Es gibt ein Phänomen der Entkopplung und dann produziert dieses Enzym die Superoxide anstelle von Stickmonoxiden und fördert diesen oxidativen Prozess und schadet die Blutgefäße mehr, als dass man ihnen nützen könnte. Und aufgrund dieser Doppelfunktion ist das natürlich auch tatsächlich ein janusköpfiges Enzym. Und wer es genauer lesen will, findet es hier auf Wikipedia. Die intravenöse Sauerstofftherapie schafft Ähnliches, indem es nämlich die sogenannten Adhäsionsmoleküle wirklich hemmt. Und zwar mit Hilfe des Prostacyclins. Und dann sehen wir, dass auch die eosinophilen Granulozyten nicht auswandern, sondern in der Blutbahn verbleiben und dass diese sogenannten Andockmoleküle, die hier sind, durch ein sogenanntes Shedding abgeschubbelt werden, durch die Sauerstoffbläschen auch, und dass damit diese Immunzellen in der Blutbahn verbleiben
und damit nicht nur in der Blutgefäßwand, sondern auch in dem nachgeordneten Gewebe zu weniger Entzündung führen. Das bedeutet, dass eine Entzündung, eine unterschwellige Entzündung, die hier irgendwo ist, durch die Ablenkung, durch das Ablenkungsmanöver des Sauerstoffbläschens, indem es das Immunsystem auf sich auch lenkt, zur Ausheilung eine Chance bekommen, weil diese ständige Aufmerksamkeit des Immunsystems auf diesem Entzündungsprozess weg ist. Und innerhalb dieser eosinophilen Granulozyten vermehren sich Enzyme, nämlich die Lipoxygenasen, und die tragen dazu bei, dass aus den essentiellen Fettsäuren Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure sogenannte Pro-Resolving Mediators, also die Ausheilung fördernde Folgestoffwechselprodukte entstehen. Und viele Menschen, die super versorgt sind mit den essentiellen Fettsäuren, aber nicht diese Enzyme ausbilden, können diese Pro-Resolving Mediators nicht bilden. Die kann man dann kaufen, gibt es mittlerweile auch. Aber das Ziel ist natürlich, dass man das hier über die Sauerstofftherapie anregt und den Körper in die Selbstheilung bringt. Und diese endotheliale NO-Synthase, wir sind also wieder bei Wikipedia, obwohl dieses Enzym als dauerhaft exprimiertes Enzym angesehen wird, gibt es zahlreiche physiologische, aber auch pathophysiologische Reize und Botenstoffe, die das eben beeinflussen. Und bestimmte Wachstumsfaktoren, die etwas mit Gefäßneubildung zu tun haben oder auch mit Tumorwachstum zu tun haben oder auch Insulin, wenn ich also sehr viel süße Sachen esse oder wenn ich auch durch mein Bauchfett zu viel Östrogene bilde oder eben weiblich das sowieso tue, erhöhen die Expression dieser Endothelzellen. Und ein besonders wirksamer Stimulus auf diese Expression sind laminäre Scherkräfte, die durch das Vorbeifließen des Blutes auf Endothelzellen ausgeübt werden können. Und genau das passiert, wenn so ein Sauerstoffbläschen durch die Blutbahn kursiert und sozusagen dieses Shedding, was hier aufgeschrieben ist, laminär an dieser Blutgefäßwand entlang schubbert und damit genau diese Ausbildung der endothelialen NO-Synthase bewirkt und darüber eben einen direkten Effekt für die vermehrte Gefäßerweiterung über NO auslöst. Natürlich gibt es auch Sauerstoffradikale, gibt die Hypoxie, die wir ja auch mit speziellen Atemtechniken oder eben auch mit der intravenösen Sauerstofftherapie auslösen können, aber auch Arzneistoffe wie eben die Cholesterinsenker, die in dieser Richtung eine Wirkung haben. Nachzulesen hier. Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Die laminären Scherkräfte der Sauerstoffbläschen der intravenösen Sauerstofftherapie stimulieren die NO-Synthase. Und in diesem Faktor unterscheidet sich wirklich diese Sauerstofftherapie von allen anderen Sauerstofftherapien und hat damit ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Hypoxietraining ist etwas, wo wir ganz bewusst dem Körper den Sauerstoff entziehen und ihm sozusagen dazu zwingen, mit weniger Sauerstoff klarzukommen. Und das regt natürlich auch an, dass die Blutgefäße sich erweitern und auch an, dass Mitochondrien sich verbessern sollen und durch eine Vertiefung der Atmung und eine Gefäßerweiterung erreicht man auch eine Gefäßerweiterung über die endothelialen NO-Synthasen. Auch da gibt es auch noch Scherkräfte und durch das Hin- und Her-Trainieren erreichen wir eine verbesserte mitochondriale Funktion und nutzen das eben auch für die Blutdruckregulation aus. Und wenn wir die Hypoxie mit der Sauerstofftherapie erzeugen, dann ist es so, dass wir ja hier irgendwo in der Vene das Sauerstoffbläschen reingeben. Das kommt dann hier über den rechten Vorhof in die rechte Herzkammer und geht dann hier in die Lunge rein. Und dort stoppt es in dem Endstromgebiet des Lungengewebes. Das ist ja auch ein Gewebe, wo es nicht 1:1 übergeht, sondern dazwischen ist es im freien Endgewebe und spätestens an dieser Stelle bleiben die Sauerstoffbläschen stocken. Die machen also eine kleine Verstopfung. Man spricht von einer kleinen Lungenembolie. Und weil so ein Sauerstoffbläschen sehr klein ist, wenn es dann da irgendwo stecken bleibt, löst es sich auch innerhalb von 20 Minuten etwa wieder auf. Deswegen muss man nachruhen. Und wenn so eine Verstopfung da ist, dann kann an diesem Bereich ja kein Gasaustausch mehr stattfinden, weil in diesem dahinter versteckten Alveolarbereich
der Gasaustausch ja nicht mehr mit dem Blut in Verbindung kommt. Denn da, wo das Sauerstoffbläschen stockt, da kann ja kein Blut mehr lang fließen. Und insofern gibt es in diesen Teilbereichen eine Sauerstoffminderversorgung. Und das sehen wir auch durch den Abfall der Sauerstoffsättigung in der Pulsoximetrie. Und insofern kriegen wir auch darüber eine Gefäßerweiterung, weil wir eine vorübergehende Sauerstoffminderversorgung haben, und mitunter empfinden wir das auch als ein leichtes Druckgefühl und auch als einen Hustenreiz. Und weil aber das Bläschen sich ja letztendlich wieder auflöst, ist mehrere Minuten, 20, 30 Minuten nach Beendigung dieser Sauerstofftherapie dann diese Verstopfung auch wieder frei, und wir kriegen über die Folgeprodukte wie zum Beispiel Prostacyclin und die Gefäßerweiterung, die anhält, eine deutlich verbesserte Durchblutung auch im Lungenbereich, nicht nur in der Niere, um zu entgiften, und können damit natürlich die Sauerstoffversorgung im Kreislauf und damit auch im Endstromgebiet deutlich verbessern. Und dafür gibt es so eine Maschine, mit der man das macht. Und was man dann noch alles mitmachen kann, dafür gibt es diesen ersten internationalen Sauerstoffkongress in Bad Nauheim am 28. und 29. August diesen Jahres, also ein sogenannter Save the Date. Und ich habe jetzt mal eine Blutgasanalyse gemacht, und zwar vor der Sauerstofftherapie und 20 Minuten danach, und wir haben wirklich auch nur 10 Milliliter genommen. Ein Patient mit einer Colitis ulcerosa, also auch da geht es darum, die Immunreaktion auf das Sauerstoffbläschen abzulenken. Und das dazugehörige Differentialblutbild sehen Sie hier jetzt nicht, aber es liegt schon bei 0,6% Eosinophile. Und wir sehen jetzt hier, dass die Sauerstoffsättigung vor der Therapie bei 97, und eigentlich sollte es 20 Minuten danach auch wieder normal sein, aber ist es noch nicht. Also selbst bei den wenigen Millilitern noch leicht unter der Vorsättigung liegen. Und hier bei der PO2 sind wir von 91 auf 88 runtergegangen, und bei dem PCO2, also im Rückstau von Kohlendioxid, ist es auch sogar angestiegen, während der pH-Wert weitestgehend gleich geblieben ist. Und wir haben kleine Verschiebungen beim Kalium, auch beim Calcium, auch beim Chlorid. Und wir sehen eben auch, dass der Base-Exzess sich ein bisschen verändert. Und wir sehen vor allen Dingen auch, dass der Zucker sich verändert, sodass wir also dadurch, dass wir hier vorübergehend wahrscheinlich weniger Sauerstoff hatten, mehr in die Glykolyse gegangen sind und darüber auch ein bisschen den Zucker vermehrt gebraucht haben. Aber er ist verbrannt worden, also der Milchsäureanteil ist niedriger als vorher und hat sich auf gar keinen Fall aufgestaut. So, nichtsdestotrotz, hier ist sozusagen für Sie die Möglichkeit zu gucken, wie kann ich mich in diesem wunderschönen Hotel, was dann hoffentlich im August auch auf hat, zu einem tollen Kongress einfinden, und hoffentlich haben wir auch genauso schönes Wetter wie auf dem Foto oder wie es heute bei uns ist. Das Prostacyclin ist gefäßerweiternd und Thrombozytenaggregationshemmend, und es dichtet die Blutgefäße ab, wird also auch in der Krebstherapie diesbezüglich mit eingesetzt. Gefäßzellen bilden viele Prostaglandine, aber das Prostacyclin ist das Hauptprostaglandin, welches an den Endothelzellen der Gefäße gebildet wird. Also auch wieder im Grunde genommen durch diesen Shedding-Effekt des Sauerstoffbläschens an der Gefäßwand. Und dann wird diese Prostaglandin-Synthase angereichert, und es gibt eben einen proteingekoppelten Rezeptor, und der geht an die glatte Muskulatur der Blutgefäße, hemmt dort dann die Erhöhung des intrazellulären Cycloadenosinmonophosphats, und damit wird die Gefäßkontraktion gehemmt. Gegenspieler ist in den Thrombozyten das Thromboxan, bleibt aber weit hinter dem Prostacyclin zurück, und dass das wirklich so ist, zeige ich Ihnen auch im Verlauf. Prostacyclin bewirkt also eine verbesserte Reperfusion, eine Verbesserung und Entstörung der Blutzirkulation, ist also ein weiterer Beleg und auch Erklärungsansatz dafür, warum wir mit der intravenösen Sauerstofftherapie den Blutdruck senken können. Und es wirkt auch antiproliferativ, also kann sehr gut auch bei Krebspatienten eingesetzt werden und hat einen zellschützenden Effekt, also schützt insbesondere die Herzzellen bei einer zytostatischen Therapie.
Und die Thrombozytenaggregationshemmung kommt durch die inhibitorische Wirkung der Thrombozyten zustande und es wird zu 70% über die Niere und zu 30% über die Leber ausgeschieden. Und es wirkt eben auch bei schwerer Covid-Gefäßerkrankung, weil wir darüber eben sicherstellen müssen, dass wir eine verbesserte Mikrodurchblutung bekommen. Und wenn Sie diesem Link hier folgen, dann kommen Sie auch zu der Studie, die das herausgefunden hat. Und auf der Seite intravenöse Sauerstofftherapie einen Artikel von Dr. Kreuzer und mir, wo wir Ihnen auch diese Dinge zusammengetragen haben. Auf dieser Seite, diese ist es, da finden Sie diesen Artikel. Da ist es auch wichtig, dass Sie wissen, die Omega-3-Fettsäuren gehören wirklich dazu. Hier in diesem Buch kann man sich auch nochmal zum Thema der intravenösen Sauerstofftherapie belesen. Und wichtig ist, dass so Entzündungshemmer wie Diclofenac und Ibuprofen und Corticoide zwar entzündungshemmend wirken, aber eben auch die Abheilung chronischer Erkrankungen hemmen, also die Stoffe hemmen, die dafür notwendig sind. Und daher auch gerade bei Covid ist es nicht unbedingt gut, solche Cyclooxygenase-Hämmer zu nehmen. Diese Cyclooxygenase-Hämmer, COX-1, COX-2, hemmen nämlich die Arachidon-Kaskade und die Membranphospholipide sind die Lipide, die wir nun mal in unsere Membranen eingebaut haben und auf die greift die Phospholipase A2 zu und die nimmt das raus, was drin ist. Und wir wollen aber heute nicht über die lokalen Gewebshormone, die Eicosanoide in erster Linie sprechen, sondern an dieser Stelle uns über den Arachidonsäureanteil in der Arachidon-Kaskade verständigen. Und da sehen wir eben, dass eine Reihe von Prostaglandinen gebildet werden können. Und diese hier, über das Prostacyclin haben wir gerade gesprochen. Das Prostaglandin E2 ist das, was den Magenschutz macht, aber was auch die Schmerzen macht und das Fieber macht und weswegen wir eben zu diesen Cyclooxygenase-Hämmern so gerne greifen. Das Prostaglandin D2 hat eine Melatonin-ähnliche Wirkung und kann also die Schlafqualität wirklich gut verbessern. Und daraus entwickelt sich im Nachgang das 15-D-PGJ2 und daraus das NRF2. Und NRF2 ist ein ganz wichtiger Punkt, um die antioxidativen Enzyme in unserem Körper zu aktivieren. Das hier hat was mit Schwangerschaftsbeständigkeit und Plazenta und Uterus zu tun und das hier ist eben mit der Thrombozytenaggregation da. Also wir merken uns PGD2, 15D-PGJ2 und hier bums ist die Studie dazu und wir sehen eben, es schützt die Neuronen vor oxidativem Stress über NRF2 in dem Bereich der Astrozyten. Das macht es in allen anderen Zellen auch, nämlich auch in den Mitochondrien und deswegen können wir dieses Werkzeug auch hervorragend nutzen, um sozusagen vorsichtig dosiert, wirklich ganz vorsichtig dosiert Mitochondrien, die Deletionsmutanten haben, diese Common Deletion Mutante, die also wirklich nur durch oxidativen Stress entsteht, vorsichtig ausmausern und durch die Neubildung gesünderer Mitochondrien stärken. Was macht so ein NRF2? NRF nennt sich Nuclear Factor Erythroid Derived 2 Like 2, ist der Hauptregulator des antioxidativen Verteidigungssystems. Es aktiviert das Phase-2-Entgiftungssystem nicht nur innerhalb der Mitochondrien, sondern vor allem der Glutathion-S-Transferasen, der Superoxidismutase, der Katalase und der Glutathion-Peroxidase. So, wenn wir dieses Bild uns, was wir gerade mit der Arachidon-Kaskade hatten, hier ist sie nochmal mit Doppel-A, uns anschauen und schauen uns jetzt mal die anderen Eicosanoide an, die ja auch in dieser Membran mit drin sind, dann haben wir die Linolsäure, dann haben wir das Eicosapentaensäure und dann haben wir die Docosahexaensäure. Und wir erreichen eben auch über die Phospholipase A und die Aktivierung der Sauerstofftherapie und die Vermehrung der eosinophilen Granulozyten, dass eben das 15-Lipoxygenase 1 vermehrt exprimiert wird, also mit der Anzahl der der eosinophilen Granulozyten. Und deswegen messen wir die im Differentialblutbild auch immer mit, um zu gucken, wie gut die Therapie anschlägt und können daraus Folgeprodukte bauen, die eben antientzündlich, antitumorös, antimetastatisch, heilungsfördernd, antientzündlich wirken und dazu beitragen, dass wir eben auch diese Pro-Resolving Mediators bilden, also die Resolvine, Maresine, Protektine, die es eben auch in dem PRM Resolve gibt.
Und dass sich das nicht einfach nur behauptet, sondern es auch wirklich so ist, hat man also auch in einer Proof-of-Principle-Studie festgestellt, indem man nämlich also hier grün den Anstieg der Eosinophilen vor und der Oxygenierung und dann nach 2 Wochen und dann nach 4 Wochen und dann weiteren 2 Wochen geschaut hat, also hier der Quotient, und dann sieht man eben, dass diese 15-Lipoxygenase 1 parallel auch mit ansteigt und am Ende sogar auch noch höher bleibt und damit eben sicherstellt, dass das, was wir hier anregen, auch für einen relativ langen Zeitraum anhält. Und deswegen macht es Sinn, Patienten, die sich dazu entschließen, eine solche Therapie zu machen, nicht alle halbe Jahr einzubestellen, sondern sie ein paar Mal zu trainieren, durchaus über 4 Wochen oder so lange, bis unter der Steigerung der Sauerstoffmenge es zu keinem weiteren Anstieg der Eosinophilen kommt, dann alle 4 Wochen einzubestellen, um wieder mindestens eine Woche Sauerstofftherapie zu machen intravenös, damit man das wieder anregt und damit eben diesen Prozess, den man sich hier wünscht, auch wirklich aufrecht zu erhalten, damit die Menschen in der Lage sind, aus den essentiellen Fettsäuren diese Pro-Resolving Mediators auch zu bauen. Und so sieht man hier auch in dieser Aufstellung, es waren nur 6 Patienten, also Geld ist immer knapp, aber man sieht eben, sie bewegen sich individuell schon anders, aber grundsätzlich alle in der gleichen Richtung. Und man kann sagen, das Prinzip, was hier versprochen wird, findet sich wirklich bei allen wieder. Und man hat eben, wenn man diese Pro-Drug nimmt, das Icosapentaen und DHA, also das Algenöl oder das Fischöl, und zwar mindestens 2 Gramm am Tag, hat man die Chance, dass man diese Pro-Resolving Mediators bildet und gleichzeitig über die Peroxisomrezeptoren eben wirklich erreicht, dass sogenannte Stellgrößen wie NF-kappa-B, Cyclooxygenase-2-Aktivierung, proinflammatorische Zytokine oder auch die induzierbare NO-Synthase für überschießende Immunreaktionen gehemmt werden. Und man sieht, dass durch die intravenöse Sauerstofftherapie tatsächlich die Eosinophilen ansteigen, wenn man es ausreichend lange macht. Und das passiert natürlich nur, wenn man kein Cortison gibt. Wenn man Cortison gibt und dennoch einen leichten Anstieg sieht, dann ist es richtig gut und es ermöglicht, dass man die Cortisondosis dann auch leichter reduzieren kann und damit eben weniger Nebenwirkungen wie Steroiddiabetes oder Gefäßbrüchigkeit oder Knochen- und Muskelabbau und pergamentartige Haut, Stirnnacken, Vollmondgesicht, was es da alles so gibt, erzielt. Und wir sehen auch, dass die Eosinophilen beim Asthma bronchiale als Fallbeispiel tatsächlich in die Blutbahn gezogen werden und damit eben deutlich weniger Entzündung im Gewebe machen, deutlich weniger ECP oder auch bei der Colitis ulcerosa EPX freisetzen und damit deutlich weniger Entzündung im Gewebe machen. Es kommt also zur Abheilung und man hat eine klinische Beschwerdefreiheit in diesem Fall bei diesen Messergebnissen erzielen können. Das Prostacyclin dahin zurück haben wir auch nachgewiesen und auch nur mit 8 Personen. Und wir haben ja gehört, 70% davon wird über die Niere ausgeschieden. Und wir haben also die Basismessung gemacht und wir haben eine Stunde nach der Oxygenierung geguckt. Da waren noch 10 Leute dabei, das wurden mit der Zeit dann weniger, manche hatten wohl keinen Bock. Und wir haben gesehen, die Prostacyclin-Ausscheidung steigt tüchtig an. An Tag 3 nicht mehr so tüchtig, an Tag 10 noch ein bisschen mehr und an Tag 16 also auch nochmal wieder ein bisschen mehr und an Tag 21 wird es auch wieder ein bisschen weniger. Was wir aber erkennen, ist, dass am Tag vor der Oxygenierung, also die Werte, die dann als Basismessung genommen werden, wirklich höher sind als zu Beginn der ganzen Messung und erst an Tag 21 fast auf diesen Wert wieder abgefallen sind. Sodass es dann grundsätzlich Sinn macht, auch immer gewisse kleine Pausen irgendwann mit einzubauen und natürlich auch nicht zu hohe Sauerstoffmengen zu nehmen, weil dann kann auch so ein System dekompensieren. Früher haben wir gesagt, ja, gehen wir ran, bis sie husten, das ist auch gewollt. In Kenntnis der Mitochondrienwerte wird man zunehmend vorsichtiger und kehrt zu den ganz Altvorderen zurück, die also tatsächlich auch sehr vorsichtig waren, bis auf die heroischen, die dann also Unmengen von Sauerstoff im Stehen und sonst wie was in sich haben reinlaufen lassen, um zu beweisen, dass man dabei nicht gleich tot umfällt.
gemacht wurde das in Hannover. Professor Stichtenoth war daran beteiligt, jetzt Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Niedersächsischen Ärztekammer. Und wir sehen, die individuellen Werte sind wieder tüchtig unterschiedlich. Wir haben auch hier gesehen, dass wir hier eine deutliche Streubreite haben. Nicht? Das ist das, was wir hier sehen, und das sehen wir auch hier. Die Streubreite ist schon unterschiedlich, aber alle gehen in die richtige Richtung und setzen mehr Prostacyclin frei, und alle würden also mit einer Gefäßerweiterung und langfristig Blutdruckregulation darauf reagieren dürfen. Und wir haben wirklich gemessen an 14 Leuten, was passiert denn wirklich mit dem Prostaglandin E2, also das, was die Schmerzen vermittelt. Und wir sehen, am Anfang war es so hoch, und vor der 10., nach der 9. waren die Werte unten, und zwar auch 2 Stunden nach, auch 4 Stunden nach, auch 10 Stunden nach der 10. Man kann damit wirklich eine gute Schmerzreduktion hinbekommen und damit auch den Konsum von Schmerzmedikamenten eingrenzen und vor allen Dingen gerade bei den Cyclooxygenase-Hämmern, die man ja hauptsächlich dafür nimmt, eben erreichen, dass man Prostaglandin bilden kann, um Gefäße zu erweitern. Denn das wird ja verhindert, wenn ich den Cyclooxygenase-Hämmer einsetze. Wir haben das PGD2 ist dann wirklich gefallen, und wir vermuten, dass es weiterentwickelt wurde letztendlich zu dem 15-PGDJ2, also für die NRF2-Bildung, und ist dann eben verschwunden. Und hier ist es dann auch mal beschrieben. Und dann haben wir auch B2 gesehen, das hat also eine entzündungsfördernde, krebsfördernde, gefäßverengende Wirkung, und dadurch, dass es gesenkt wurde, sind diese negativen Dinge auch auf die Thrombozytenaggregation deutlich zurückgefahren, und von 2,31 auf 0,15, das ist also in Prozenten ausgerechnet ja immens, und da würde jede schulmedizinische Studie würde also hellauf begeistert sein, was man mit solchen Werten erzielt, aber wir werden nicht gehört. Und hier sehen wir auch das 15 Desoxydelta 2, 14 PGJ2 steigt also wirklich auch an, und damit haben wir dieses Pro-Resolving, damit haben wir auch die dauerhafte Aktivierung von antientzündlichen Botenstoffen. Und wir haben Folgeprodukte, die gegebenenfalls auch gefäßerweiternd wirken und steigen tatsächlich 7-fach an, um dann aber auch wieder ziemlich schnell abzufallen. Das sind die Dinge, die die Gefäßerweiterung am Tag der Sauerstofftherapie erklären. Und wir können eben auch diese Pro-Resolving Mediators auch wirklich bilden aus Eicosapentaensäure. Die sind auch in so einem Produkt, was man kaufen kann, PRM Resolve, enthalten. Und ermöglichen eben auch an den Tagen, wo man keine Oxygenierung machen kann, sich damit zu schützen. Und es gibt ja auch Menschen mit Kontraindikationen, wie zum Beispiel offenes Foramen ovale oder Ventrikel-Septum-Defekte oder Morbus Osler, wo also die Sauerstoffbläschen dann auch direkt auf die arterielle Seite überwandern könnten. Und die profitieren natürlich nochmal besonders durch solche Produkte. Und Hete ebenfalls ein entzündungsfördernder Prädiktor für das CAD-Risiko, und hier geht es darum, dass diese koronare arterielle Disease, also damit deutlich gesenkt werden kann. Auch hier von 1,44 auf 0,14, also gezehntelt, ist da wirklich super. Und hier sehen wir ein ganz altes Beispiel, 1985, also da hatte ich mit Oxygenierung noch nichts am Hut. Da hat man gesehen, dass man hier eigentlich eine ganz schlechte Pulswelle sieht. Und nach ausreichend langer Therapie, also monatelang, sieht man, dass sich das wieder hat erholen können. Und das ist natürlich wichtig, wenn man sogenannte Amputationen verhindern will. Trockene Nekrosen lassen sich einfach behandeln, feuchte Nekrosen ist schwierig. Man braucht auf jeden Fall einen ambitionierten Chirurgen mit an der Seite, der die Wundversorgung dann auch begleitet und nicht gleich den Fuß abschneidet. Denn eine trockene Nekrose wird mit einer verbesserten Durchblutung zwangsläufig irgendwann auch feucht. Und der Sohn von Dr. Regelsberger, der Professor Dr. Regelsberger, hatte anlässlich unseres 40-jährigen Bestehens hier in Bremen im Parkhotel einen Vortrag gehalten und die Beziehung der Bedeutung der intravenösen Sauerstofftherapie für den Schlaganfall referiert. Er selber ist ja auch, wie sein Vater, Neurochirurg und kennt sich also gerade mit der Hirnsituation sehr gut aus, beschreibt hier die immunologischen Prozesse, die sich auf die einzelnen
proentzündlichen Botenstoffe eben ausprägen und die werden durch die intravenöse Sauerstofftherapie für die verbesserte Gefäßdurchblutung beeinflusst und diese Werte verändern sich eben auch unter der Oxygenierung und damit ist die wissenschaftliche Grundlage dafür gelegt, dass wir hier auch bei dem Schlaganfall einen positiven Aspekt haben. Und hier möchte ich Ihnen zeigen ein Beispiel aus dem Jahr 2012 von einem älteren Herrn, leicht übergewichtig, der eine Dreifachkombination für die Blutdruckregulation brauchte. Und das war im Juni, 25.07. und die Blutdruckmessung war am 31.07., also liegt eine Woche dazwischen. Und wir hatten hier bei den Eosinophilen 1,3%, also nicht wirklich sehr hoch. Und wir sehen, der hat einen Durchschnittswert unter der Medikation von Gesamtdurchschnitt 130:82 und wir haben im Tagesintervall einen von 131:84 und im Nachtintervall von 125:75, also nur knapp über der Norm. Und wir haben Durchschnittswerte von 25%, die oberhalb von 140 liegen und auch 25, die überhalb von 90 liegen. Und in der Nacht haben wir 46 über 125 und 46 über 80. Also sozusagen ein Non-Dipper, der also nachts nicht wirklich in die Erholung geht. Und dann haben wir im Oktober nochmal geschaut, die Messung hier, also am 16., 14., 15. Oktober. Und wir haben hier am 1.10. und am 9.10. Blut abgenommen und hatten hier, wenn ich das mal lesen könnte, glaube ich 6,4 und hier dann 13,4%, also einen deutlichen Anstieg der eosinophilen Granulozyten erzeugt. Und wir haben gesehen, hier oben im Gesamtdurchschnitt, da hat sich nicht wirklich was getan. Und wir haben sogar mehr Phasen, wo der Blutdruck prozentual gesehen oberhalb des Normwertes lag. Der minimale systolische Wert ist zwar gefallen, aber der systolische Höchstwert ist sogar gestiegen. Und wir haben aber in der Nacht erreicht, dass er eine deutlich verbesserte Durchblutung bekommen hat. Er ist also in den Normbereich unter 25 gerutscht. Er ist also jetzt zu einem Dipper geworden. Er konnte nachts sich deutlich besser regenerieren. Das sind die Bereiche, wo es darum geht, wirklich auch Insulinresistenzen zu senken, Muskelverspannung zu senken, Leber zu entgiften, wirklich auch Mitochondrien zu regenerieren, also haben hier einen tollen Effekt gehabt und haben dann im November nochmal geguckt und haben dann Werte von hier Eosinophilen 6% und im Verlauf 8%, also gar nicht mehr so wahnsinnig viel bekommen, haben jetzt einen Gesamtdurchschnitt von 114:76 gehabt, konnten also jetzt die Blutdruckmedikation von dreifach auf zweifach senken, sind jetzt hier nur noch mit 9% und 21% oberhalb der Werte, haben alle, also sowohl den minimalen systolischen als den maximalen systolischen als auch den Puls reduziert, haben den Durchschnitt in der Nacht auf 113:71 gesenkt und jetzt ist es plötzlich kein Dipper mehr, weil der Blutdruck tagsüber schon so gut war. Und da kann man wirklich auch Medikamente, die ja auch frei von Nebenwirkungen sind, einschränken, muss aber natürlich in einer gewissen Regelmäßigkeit auch zu der intravenösen Sauerstofftherapie kommen und für sich erkennen, dass es dabei nicht nur um den Blutdruck geht, sondern dass der Gesamtkörper durch diese Maßnahmen profitiert. Und natürlich kann man auch einen vegetativen Stress, einen Sympathikotonus 305 bis 150 darf es sein, durch eine gute Atemtherapie, durch eine Oxygenierungstherapie dazu bringen, dass sich das deutlich senkt. Und so wie man ja hier gesehen hat, dass wir es nachts schaffen, dass wir es gleichmäßig schaffen, dass wir es auch hier schon nachts schaffen, also das geht ja nur, wenn das Vegetativum sich ausgleicht, kann man sowohl über die Herzratenvarianzanalyse als auch über die Langzeitblutdruckmessung sehr schön nachweisen, wie gut und nachhaltig hier die Effekte sind. Und doll ist, gerade im Bereich der Herzkranzgefäßdarstellung ist ja sozusagen die Erektionshärte, die Messlatte der Gefäßverengung. Und je besser ich die Gefäße erweitert bekomme, umso besser ist die Reaktion des Mannes. Und ich hatte hier zu meiner Zeit bei der Bundeswehr auch ein Gerät im Einsatz. Und im Rahmen der Sprechstunde hier ein 41-jähriger Patient beschrieb also durchaus, dass er Erektionsstörungen hatte, auftretende Erektionsstörungen, starke Rückenschmerzen und hatten wir im mehrwöchigen Zeitraum Oxytherapie gemacht mit täglichen Anwendungen, 4 bis 5 Mal die Woche. Es ging zu einem deutlichen Rückgang der Rückenschmerzen, können Sie jetzt auch erklären, weil natürlich PGE2 deutlich gesunken ist und
hat also dann im Verlauf der Behandlung auch eine steigende Dosis gehabt und die Schmerzen auch wirklich deutlich zurückgingen und die Erektionsstörung wurde besser und hielt auch an, war vollständig behoben. Und das bedeutet, dass wir natürlich sowohl vegetativ, also zu einer Erektion gehört natürlich auch eine vegetative Entspannung und natürlich auch eine entsprechende Gefäßerweiterung hinbekommen haben. Und er beschreibt auch als Nebeneffekt, er konnte sich tagsüber besser konzentrieren und war auch wacher. Und das erklärt sich natürlich über die verbesserte Mikrozirkulation und auch über die verminderte Histaminfreisetzung und auch die verbesserte Extrazellulärflüssigkeit, die ausgeschieden wird. Und wir haben natürlich auch eine Aktivierung der Histaminasen dabei. Zweites Beispiel: 25 Jahre, 1,86 Meter groß, 97 Kilo, Nichtraucher, selten Alkohol. Leute, die so eine Therapie machen, die müssen auch schon ein bisschen gesundheitsbewusst sein. Der kam seinerzeit zu mir, weil er eine schmerzende Stelle hatte, die nach einem Insektenstich auftrat und auch nicht so richtig wegging. Wir hatten dann Rivanolverbände gemacht, Flockenzym, also auch Dinge, die entzündungshemmend wirken, die fibrinolytisch wirken, haben ihm Bettruhe eine Zeit lang sogar für 1,5 Wochen gegeben und haben über 3 Wochen intravenöse Sauerstofftherapie gemacht. Und wir hatten dann auch sogar Antibiotika mit drin, weil es also anders irgendwie nicht geht. Die schmerzende Stelle war dann irgendwann auch weg und hatten dann auch keine Schmerzen mehr. Und dann hatte ich ihm so einen Flyer da in der Hand gedrückt und dann haben wir über verschiedene Erkrankungssachen geschrieben und kamen dann eben auch über das Thema Erektionsstörung, die schon seit 2007 besteht, bei einem 25-jährigen Menschen im Jahr 2012. Also ist schon natürlich sehr früh begonnen. Und siehe da, wir haben gesagt, naja, probieren wir es mal, vielleicht wird es ja auch besser. Auch das Pfeifen im Ohr ist ja auch Tinnitus, eine Stressvariante. Und haben gesehen, er schreibt, schon nach sehr kurzer Zeit, die Probleme mit meiner Erektion besserten sich auch. Die Erektion wurde härter und die Dauer der Erektion hat sich etwas verlängert. Als positive Nebenwirkung auch ein verbessertes Wohlbefinden, Pulssenkung, Ruhe, sowohl in Ruhe als auch unter Belastung. Und das Ding ist, bei der Bundeswehr muss man ja immer ein Belastungs-EKG fahren. Da geht es ja darum, welche Belastungsstufe man erreicht. Und man kann davon ausgehen, dass wenn man so eine Sauerstofftherapie über 3 Wochen macht, dass man in der Regel eine Belastungsstufe auf dem Belastungs-EKG, also im Ergometer, mehr schafft als ohne Therapie. So, an unserem 28. auf 29. August Kongress haben wir 2 Tage, hier sehr schöne Vorträge, bin auch dabei, Professor König ist dabei. Dann haben wir, Gott, ich kann so kleine Sachen gar nicht lesen, wenn ich sie nicht kenne. Herrn Gundermann dabei und es geht also hier auch um die verschiedenen Ergänzungsformen, die man haben kann. Wir haben Dr. Schütz dabei, Professor Schütz, dann Reinhard Wähler von Tissot. Wir haben Dr. Stommer über die Kommunikation der mRNA. Wir haben Henning Saupe, der eine Klinik leitet und auch über Müdigkeit, chronische Müdigkeit spricht. Wir haben Siddhartha Popat dabei, der wirklich hier nochmal über die autologe zytokinreiche Serumtherapie spricht, über die wir jetzt auch eine Veröffentlichung eingereicht haben, die hoffentlich bis dahin auch kleine Studie dann auch da ist und dann auch frei kommuniziert werden darf. Es geht hier mit Herrn Scharf um die verschiedensten Erkrankungen und proaktive Wirkungen. Wir haben Strophantin, wesentliches Thema auch für die Mitochondrienfunktion, für die Herzfunktion. Es geht um die intravenöse Sauerstofftherapie von Herrn Tust vorgetragen und über 2 Tage Firmen, die uns hier unterstützen. Auch Comet ist dabei, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Tricutis, also Tocotrienole sind dabei, Tissot, Biovis, Cellfood, Apotheken unterstützen uns, Köhler Pharma ist wieder dabei. Also es wird sicherlich ein sehr spannendes Thema sein. Ja, hier oben in dem Zimmerchen hinter diesem Ginkgo-Baum, da sitze ich gerade und trage für Sie vor. Vielen Dank, dass Sie meinen Ausführungen zur Zellfunktion, Blutregulation, der besonderen Bedeutung der intravenösen Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger gefolgt sind. Ich schreibe jede Woche einen Newsletter, dieses Wochenende vielleicht einen ganz, ganz kurzen. Ich habe einen YouTube-Kanal, da trage ich diese Dinge alle vor. Man kann sich kostenlos eintragen, mithören, wird benachrichtigt und ich würde mich freuen,
wenn Sie sich da auch eintragen und dann mit am Puls der Zeit sind und vielleicht das eine oder andere auch mal mit einem Kommentar oder einer Frage bewerten. Wo kann man so eine Therapie machen? Also es gibt die Firma Oxyven, die hat ein Alleinstellungsmerkmal auf diese Gerätschaften. Die gibt es in Lingen, hier ist die Telefonnummer, die Infonummer, der Herr Glosemeyer, Thomas Glosemeyer, Chef der ganzen Sache, unterstützt natürlich den Kongress auch, wird auch anwesend sein. Und da kann man sich informieren, wie man auch mit Leihgeräten, Mietgeräten Erfahrungen sammeln kann. Und es gibt Zertifizierungskurse, es macht immer Sinn zu wissen, was man tut, dann kommt man authentisch rüber und dann hat man zufriedene Patienten und was da alles geht, habe ich Ihnen ja heute mitgeteilt und da geht noch viel, viel mehr. Dafür reicht die Zeit nicht, deswegen dauern solche Kurse auch einen ganzen Tag. Das war's und jetzt bitte Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wiechert. Es sind schon ein paar Fragen eingegangen. Für die vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind, Sie haben in dem GoToWebinar Bedienpanel den Reiter Fragen. Da können Sie einfach Ihre Fragen reinschreiben und ich leite die dann an Dr. Wiechert weiter einmal. So, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Erstmal vielen Dank für den guten Vortrag und dann ist seine Frage, bei einer schulmedizinischen Sprechstunde hat man ca. 15 Minuten Zeit. Was würden Sie in dieser Zeit anamnestisch machen und wie würden Sie behandeln, ohne 80 Punkte durchzugehen? Also Ihre Erfahrung würde ihn interessieren, wie Sie das machen würden. Wenn ich der Hausarzt bin, dann kenne ich den Patienten ja schon ein bisschen länger und ich kann vorher in die Anamnese und in die Akte gucken und weiß, wo die Angriffspunkte sind und kann ihn gezielt ansprechen. Ansonsten kann ich natürlich ein Team um mich herum schulen, wo ich einen solchen Anamnesebogen habe, der von meinem geschulten Team zusammen mit dem Patienten bereits abgefrühstückt wird und wo die sogenannten Kernfragen für die Viertelstunde mit mir übrig bleiben. Und das Ganze ist dann sozusagen auch schon vordokumentiert in eine Zusammenfassung, weil der Patient schaltet ja spätestens beim 7. neuen Fachbegriff ab. Und wenn ich die Dinge ihn in dem Moment holen kann und ihn mit meinen Bildern einfange und er auch das Ja, habe ich verstanden hat, nachher zu Hause aber trotzdem nicht mehr genau weiß, worum es ging, kriegt er diese Zusammenfassung an die Hand, kann das nacharbeiten, da sind dann auch die Links zu meinen Erklärvideos mit drin und dann kann das sacken. Und dann fragt der Patient ja meistens auch, was kostet das, weil solche Dinge muss er ja meistens selber bezahlen. Und auch das wird dann natürlich kommuniziert und dann muss man dabei auch die Wertigkeit kommunizieren, was ist der Patient sich selber wert. Und dann ist es meistens, wenn er verstanden hat, dass es ihm wirklich gut tut und dass ich ihm nicht irgendwas verkaufen will, ist er auch bereit, dafür zu investieren. Die nächste Frage spricht etwas gegen eine Behandlungsserie mit Oxyven, wenn folgende Diagnose im MRT festgestellt wurde. Und zwar postentzündliche narbige Induration in den Lungenspitzen beidseitig, Oberlappen, Mittellappen, Unterlappen. Also man muss langsam anfangen und man wird wahrscheinlich gucken können, dass das gar besser wird. Wir haben sogar Patienten, die schon an der Medizinischen Hochschule zur Lungentransplantation vorgestellt wurden unter der Frage, ist das eine Indikation und kommt er auf die Warteliste? Und wir haben die Leute so weit bekommen, dass sie bergsteigen können, dass sie 600 Höhenmeter mit Gepäck überwinden, dass sie auch eine Schulung für Gesang machen und dann auch vortragen, frei sprechen können. Also wenn man die Geduld hat, oder es gibt auch ein COPD-Video, wo ein Patient sehr, sehr dankbar erzählt von sich, was grundsätzlich möglich ist. Man muss halt nur ein bisschen Geduld haben und kann nicht sagen, so wir machen das jetzt mal 3 Wochen und alles ist gut. Also es braucht auch seine Zeit. Dann, wie viele Behandlungen sollten bei der Oxygenierung initial in einem ersten Behandlungskurs erfolgen? Ich spreche immer über 3 bis 4 Wochen. Wir machen ja immer montags und freitags die Differentialblutanalyse, sodass wir die eosinophilen Granulozyten sehen, auch sehen, was übers Wochenende wieder an Abfall ist. Und dann sehen wir ja, wie durch die vorsichtige Steigerung der Dosis die Eosinophilen ansteigen. Und je kranker der Patient ist, umso niedriger muss man beginnen. Und ich mache auch gerne mitochondriale Untersuchungen dazu, um zu gucken, wie dessen oxidative Stressresilienz denn überhaupt ist. Und manche haben schon bei der größten Verdünnung und kleinsten Dosierung einer Wasserstofftitrationsreihe ihrer Mitochondrien einen Leistungsabfall anstatt einen leichten Anstieg, was zu erwarten wäre. Und
Insofern, wenn ich so etwas sehe, weiß ich, dass ich sehr, sehr vorsichtig vorgehen muss und kann dem Patienten eben auch zeigen, warum das so ist. Und diese Patienten, die so schwach dran sind, die sind auch mit niedrigen Dosierungen oft nach 2 Wochen so platt, dass sie sagen, ich muss jetzt aufhören. Aber diese Zeiten verlängern sich. Und andere, die relativ gut drauf sind, die können auch die 3-4 Wochen durchziehen. Aber spätestens, wenn ich erkenne, dass trotz Steigerung der Sauerstoffmenge es zu keinem weiteren Anstieg der Eosinophilen kommt, haben wir das momentane Therapieziel erreicht. Also von mehr würde er nicht profitieren. Und dann vereinbaren wir einen neuen Termin in 4 Wochen. So. Dann kam gerade noch eine Frage rein. Warten Sie. Reagiert die VNS-Analyse bereits bei der ersten Oxygenierung? Und sollte die VNS-Analyse erst nach der Nachruhe der Oxygenierung abgeleitet werden? Also es gibt die verschiedensten Varianten, jeder Jack ist anders und die HRV-Ableitung kostet ja nicht wirklich Geld. Lassen Sie das Ding doch einfach mal dran, machen Sie Ihre intraindividuellen eigenen Erfahrungen und berichten das nächste Mal darüber. Wir sind alle gespannt. So, ist jetzt zwar eine Frage, weil jetzt keine weiteren Fragen mehr da sind. Jemand ist begeistert von der Bildqualität und fragt, welche Kamera Sie und welches Mikro Sie verwenden. Ich habe ein Mikro für 16 € noch was von irgendeinem Versandhandel und das steckt hier an der Seite dran. Und die Kamera ist, ich habe hier so ein ThinkPad, das ist die Kamera, die da drin ist. Und die natürlich irgendwann auf dem Video sein wird, das ich hochlade, das ist eine Canon EOS und die 51 und die M50. Ja, und das bearbeitet dann mein Filmeur nach. Mein Filmeur ist übrigens von Vas Medicus, Sascha Rodenbusch, und würde das auch für andere Praxen tun. Aber nicht zu oft, weil dann fehlt er mir. Ja, okay. Das waren alle Fragen. Vielleicht für diejenigen, die ein wenig später dazugekommen sind, in dem GoToWebinar-Bedienpanel unter dem Reiter Unterlagen können Sie die Einladungen auch nochmal herunterladen, zum Beispiel zum 5. LIGAF-Symposium oder auch zu dem Oxygenierungskongress, wo Sie das Thema halt noch näher kennenlernen können. Ja, wenn Ihnen noch Fragen einfallen sollten, leiten Sie sie gerne per E-Mail an uns weiter. Ich bin mit Herrn Dr. Wiechert in Kontakt, kann das weiterleiten und wir können das gerne alles im Nachhinein auch noch beantworten. Dann wünsche ich Ihnen schöne Ostern, schönen Feierabend jetzt. Genau. Machen Sie es gut und bis hoffentlich zur nächsten Woche am Mittwoch zum nächsten Seminar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.